den 70ern war ja Ernst Fuhrmann Chef von Porsche und hat das Unternehmen gezielt von der luftgekühlten Sportwagen DNS weggeführt mit seinem Baby, dem 928er. Und so war dann in den späten 70ern der 11er auch einfach durch. Man dachte, die Stückzahlen würden zurückgehen. Das klang alles ganz hervorragend, nur eins hat einfach nicht funktioniert. Der 911er hat nicht aufgehört, sich gut zu verkaufen. Nächster Schritt war die Entwicklung des 3,2er Motors, des Carrera Motors. Ja, zu dem neuen Motor in 5 Punkten. Durch diese relativ ungewöhnliche Entwicklungsgeschichte gibt es ab 1983 ein Auto zu kaufen, das von der Fahrwerkstechnik her im Prinzip auf die 60er zurückgeht und dann einem Motor nach dem neuesten Stand der Technik. Mit anderen Worten, wenig Auto, verdammt viel Motor. Mit dem 3,2er stieg die Leistung auf 231 PS. Der Motor ist wieder, was die Materialien angeht, ein gesunder Aluminiummotor nach den Experimenten im 2,7er mit der Magnesiumlegierung. Punkt Nummer 2, Zündung und Einspritzung. Der 3.2er hat die damals brandaktuelle Bosch Motronic erhalten. Ein elektronisches Steuergerät, das sowohl den Zündzeitpunkt als auch den Einspritzzeitpunkt und die Einspritzmenge regelt. Und man hat als Fahrer, als Besitzer wirklich sehr viel davon. Das ist im Prinzip ein Motor mit dem Charakter der 80er Jahre, vielleicht sogar der 70er Jahre vom Kern her, aber im Grunde ohne die Probleme. Punkt Nummer 3, Leistung. Porsche hat den Hubraum erhöht auf 3,2 Liter und die Verdichtung hochgenommen, den Motor also auf Superbenzin abgestimmt. Es springen ungefähr 10% mehr Leistung bei ungefähr 10% weniger Verbrauch dabei heraus und das ist eine phänomenale Sache. Das Auto geht phänomenal. Und das Beste ist die Leistungsentfaltung. Erster Gang 5,8. Zweiter Gang, das waren jetzt 6,4, also mehr kannst du von einem Verbrennungsmotor nicht erwarten an Leistungsentfaltung. Punkt Nummer 4, Ölverlust. Gibt's nicht. Die 3,2er sind dicht, im Gegensatz zu den 2,7er Magnesiummotoren, die überhaupt nicht dicht sind und sie brauchen auch so gut wie kein Öl, zumindest wenn sie bezüglich Kolbenringen und Ventilschäften in Ordnung sind. Punkt Nummer 5, der Klang. Die 3,2er Motoren klingen nach Kraft und Gewalt. Die Tonlage ist ziemlich tief, ich würde sagen dunkler, sonorer als bei den Vorgängermotoren. Es ist ein bisschen so mit den Porsche-Motoren und wie sie klingen, als müsstest du dich für eins deiner Kinder entscheiden. Das kannst du einfach nicht tun. Die sind alle gleich cool. So, Punkt Nummer 6 von 5 ist mir gerade noch eingefallen. Die Ansauganlage vom Carrera-Motor hat ein Resonanzrohr. Das heißt, es wird eine schwingende Luftsäule erzeugt, die an einer bestimmten Frequenz dann ihre Eigenfrequenz hat. Und das führt dazu, dass man ab vielleicht 4,5 einen quasi Aufladungseffekt hat und den spürst du beim Fahren sehr deutlich. Der Motor explodiert geradezu, was seine Leistungsentfaltung angeht.
bei diesen 4600, 700 Umdrehungen und es macht süchtig. Du musst da irgendwie bei jeder sich bietender Gelegenheit hin, weil es so cool ist. Ansonsten ist auch der 3.2er, also der Carrera, ein ganz normales G-Modell. Das heißt, das Fahrwerk hat dieses einzigartige Porsche Lenkgefühl, 911er Lenkgefühl, das aus der mechanischen Lenkung kommt und später mit den Servolenkungen durch was ähnlich Cooles ersetzt wurde, aber einfach nicht mehr dieses ganz direkte, unmittelbare bringt, das die mechanische Lenkung noch hatte. Ansonsten sind die Räder ein bisschen größer und breiter geworden und das Fahrverhalten, zumindest wenn die Autos ein bisschen tiefer gelegt sind, ist total neutral bis ganz am Ende im Grenzbereich ein leichtes Übersteuern einsetzt. Das Ganze trifft zu, solange es trocken ist. Wenn es nass ist draußen, ist das Fahrverhalten ein bisschen giftiger und das Übersteuern kommt etwas bösartiger daher. In den frühen 80ern waren die Autos dann komplett feuerverzinkt, an allen Blechen, innen und außen. Und wenn man die Autos anständig behandelt und nicht allzu viel in irgendeiner Salzbrühe unterwegs war im Laufe der Jahrzehnte, dann halten die Bleche einfach sehr gut. Es gibt kaum ein Auto, das diesen Oldtimer-Charakter von einem 911er mitbringt, aber gleichzeitig, was Rost angeht, so problemlos ist wie die 3.2er Carreras.